Das Arbeiten mit virtuellen Maschinen wird immer als das Krasseste, das Brutalste, das Schwerste in der IT-Sicherheit für Normalos abgetan. Ja? Man kann ja nicht jemandem zumuten, auf seinem ganz normalen Arbeitsdesktop auch noch mit virtuellen Maschinen arbeiten zu müssen. Das ist viel zu umständlich, heißt es. Aber in Wahrheit ist das Ganze eigentlich total einfach und sogar teilweise noch effizienter, als wenn ich ohne virtuelle Maschinen arbeite. Und deswegen möchte ich heute so eine kleine Einführung geben in dieses ganze Thema virtuelle Maschinen und natürlich ihren Nutzen in der IT-Sicherheit. Das heißt, das heutige Video ist nicht nur an euch Entwickler gerichtet, sondern eigentlich für alle gedacht. Ein kleines Erklärvideo, wie man eigentlich mit virtuellen Maschinen seinen Desktop-Alltag ein bisschen sicherer gestalten kann. Und damit geht's los. Okay, als erstes brauchen wir natürlich mal kurz eine Erklärung, was ist überhaupt eine virtuelle Maschine? Und die gebe ich euch sofort, während bei euch VirtualBox herunterlädt. Deswegen laden wir uns zuerst das ganze Ding hier runter und dann erkläre ich es euch. Ihr geht auf virtualbox.org, klickt hier auf Download VirtualBox und das Ganze ist für euch komplett gratis, also für alle komplett gratis, ist auch keine Werbung oder sowas, die Software ist einfach gratis, ja. Und dann landet ihr hier bei diesem Fenster und ja, ich gebe euch absolut recht, dieses Fenster sieht aus, als wäre es von 1900. Aber das ist okay, würde ich sagen. Und naja, nicht unbedingt drauf achten, bitte. Es gibt auch noch eine kostenpflichtige Variante, nicht von VirtualBox, die zeige ich euch mal anders, wenn ihr das wollt. Aber genau, wenn ihr hier dann ein Windows-Betriebssystem habt, dann klickt ihr hier auf Windows-Hosts, unter Mac auf OS X-Hosts und wenn ihr Linux habt, dann bitte aus den Paketquellen installieren. Hier findet ihr direkt eine Anleitung dazu. Also je nachdem, was für eins ihr habt. Wenn es Debian ist, klar, hier steht alles dabei, was ihr braucht. Ihr kennt das Ganze, wenn ihr Linux nutzt. Unter Windows, wie gesagt, ist es einfach eine ganz normale Excel-Datei, die ihr runterladen könnt, ausführen könnt und dann habt ihr es schon installiert. Also da muss man wirklich nichts beachten, einfach wie jede Installation. Wenn ihr auf eurem System jetzt nichts installieren dürft, dann redet mit eurem Admin. Das werden die wahrscheinlich dankend annehmen, denn das ist auch weniger Security-Aufwand für die. So, jetzt während das runterlädt. Eine virtuelle Maschine ist im Endeffekt ein Betriebssystem in eurem Betriebssystem oder auch mehrere Betriebssysteme in eurem Betriebssystem. Es gibt mehrere Softwareprodukte, die das Ganze ermöglichen. Für euch unter Windows ist wahrscheinlich Hyper-V oder VirtualBox oder VMware, das, was ihr wahrscheinlich benutzen werdet. Und wir benutzen jetzt hier VirtualBox, weil wir das in anderen Tutorials hier auch schon benutzt haben und weil es natürlich auch kostenlos ist und relativ einfach zu nutzen ist. Wenn ihr das Ganze fertig installiert habt, dann sieht das ungefähr so aus bei euch. Und wenn ihr dieses Fenster seht, ihr seht wahrscheinlich hier nicht diese ganzen Maschinen hier an der linken Seite. Das sind quasi ein paar meiner virtuellen Maschinen. Das sind Betriebssysteme, vollwertige Betriebssysteme in meinem Betriebssystem. Da kann ich jederzeit drauf zugreifen, die starten oder auch nicht starten, wenn ich das möchte. Und ich habe natürlich noch andere Programme, eben VMware und Hyper-V. Und dort zeige ich euch dann, oder zeige ich euch irgendwann mal, noch ein paar andere virtuelle Maschinen. Ja, ihr kennt ja auch schon ein paar davon. Wenn ihr jetzt hier eine eigene virtuelle Maschine haben wollt, zum Beispiel für euren Office-Betrieb, dann klickt ihr hier ganz einfach auf Neu. Und wenn wir hier ein neues System erstellen, dann können wir hier direkt auswählen, was für eins das sein soll am Ende. Das optimiert Treiber, das optimiert alles so ein kleines bisschen. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man das hier gleich richtig setzt. Dementsprechend, ich würde hier nicht empfehlen, ein Windows-System zu benutzen, auch wenn ihr vielleicht Windows gewohnt seid. Es ist wirklich nur dazu da, dass ihr am Ende mit diesem System E-Mails checken könnt und Anhänge öffnen könnt. Es ist wirklich nur dazu da, dass ihr zum Beispiel mit diesem System browsen könnt. Ihr habt dann zwei Systeme einfach die ganze Zeit offen, das eine zum Browsen, das andere für zum Beispiel E-Mails. Ja? Und darin könnt ihr dann einfach wunderbar eure E-Mails checken, das ist gar kein Problem. Während, wenn wir jetzt natürlich jedes Mal ein Windows brauchen oder ein Windows aufsetzen, dann brauchen wir jedes Mal einen neuen Key, einen neuen Windows-Key. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Das ist schon relativ teuer auf Dauer dann, wenn man sehr, sehr viele von den Dingern hat. Okay, deswegen würde ich euch hier empfehlen, wir starten jetzt einfach mal mit einem Ubuntu. Ja, das ist so das Standard-Linux-Betriebssystem, mit dem sehr viele Leute anfangen, weil es sich auch sehr, sehr einfach anfühlt und weil es relativ intuitiv ist. Und weil es natürlich auch gut maintained wird. Das heißt, wir nehmen hier einmal Ubuntu. Ich muss meins Ubuntu 2 nennen, weil Ubuntu hatte ich schon. Aber hier wird automatisch dann Linux und Ubuntu gesetzt. Ansonsten gerne einfach mal hier Linux auswählen und hier einmal Ubuntu 64-Bit auswählen. Das ist nämlich genau das, was wir machen werden.
Wir klicken hier mal auf Weiter und wählen hier den Arbeitsspeicher aus. Für RAM brauchen wir normalerweise mindestens 4 GB, also 4096. Es macht aber durchaus Sinn, wenn ihr so viel Arbeitsspeicher habt, dass ihr hier auf 8192 MB geht, das sind dann 8 GB. Müsst ihr aber nicht machen, könnt ihr machen. So, wir gehen hier auf Weiter und wollen eine Festplatte erzeugen. Das heißt, wir gehen hier auf Festplatte erzeugen und hier können wir dann den Typ auswählen. Völlig egal, können wir so lassen. Dynamisch alloziert bedeutet, wir wollen nicht am Anfang gleich meine 120 GB an Festplattenspeicher festlegen und immer das da drauf halten, sondern wir wollen am Anfang, wenn wir es installiert haben, zum Beispiel nur 50 GB verbrauchen und naja, irgendwann später dann eben, falls wir nochmal 50 GB verbrauchen, sollen die halt nach und nach gefüllt werden. Das heißt, wir verbrauchen nicht gleich am Anfang so viel. Okay, wir gehen auf Weiter, wählen hier aus, wo sie sein soll und wählen den Speicher, den wir brauchen. 100 GB ist normalerweise relativ knapp, deswegen ich empfehle immer mal so 250 GB. Das ist ja wirklich eine Obergrenze, mehr geht nicht. Aber wenn ihr weniger verbraucht, dann wird eben auch nicht mehr verbraucht. Also wenn ihr zum Beispiel nur 50 GB belegt habt, dann ist eure Festplatte trotzdem nur 50 GB groß. Deswegen würde ich euch schon hier zu so etwas raten. Wir klicken auf Erzeugen und schon ist unser virtuelles System da. Jetzt ist das wie ein PC, den ihr euch quasi zusammengebaut habt und den ihr natürlich noch verändern könnt, beziehungsweise sogar müsst, denn da ist ja noch kein Betriebssystem drauf, da läuft ja noch keine Software. Also gehen wir hier einmal kurz auf Ändern und hier können wir auch unserem Prozessor ein kleines bisschen mehr zuweisen. Wir können hier zum Beispiel nämlich sagen, wir wollen hier mehrere CPUs verwenden, also zum Beispiel 4 und ja, der Rest kann eigentlich so bleiben. Und unsere Anzeige, falls ihr mehrere Bildschirme habt oder falls ihr mehrere Bildschirme zuweisen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Am wichtigsten ist allerdings hier der Massenspeicher, denn wir haben, wie gesagt, noch keine Software drauf und wir wollen, dass da eigentlich eine Datei zum Starten angelegt wird. Sprich, wir wollen ein Ubuntu haben und das dann natürlich booten und davon dann etwas installieren. Also, was wir machen ist, wir gehen hier auf dieses kleine CD-Icon und nehmen das Ubuntu. Ja, jetzt haben wir aber noch keins. Also, ich habe es natürlich schon, ich kann das hier einfach wählen, aber ihr braucht noch eins und das bekommt ihr hier. Auch Ubuntu ist übrigens vollkommen kostenlos. Da müsst ihr nicht irgendwie Angst haben, dass das plötzlich irgendwas kostet. Ihr könnt hier einfach auf ubuntu.com/download gehen und schon habt ihr hier einen Ubuntu Desktop in unserem Fall, was wir haben wollen. Wir können aber auch einen Server oder einen Cloud oder IoT oder Flavors oder sowas runterladen. Wir gucken einfach mal bei den Flavors vorbei. Vielleicht gefällt euch ja da eins besonders gut. Also Kubuntu gibt es dann oder Lubuntu oder Ubuntu Budgie oder Kylin. Eigentlich könnten wir auch sowas wie ein Mate hier benutzen. Oder ein Ubuntu Studio, da ist dann speziell für Grafikdesigner oder sowas ist dann schon alles dabei. Oder Xubuntu natürlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich Ubuntu Mate benutzen. Wobei, nee, für diese Version bleiben wir bei der Standardvariante. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück auf Desktop und gehen hier auf Download Ubuntu und können hier uns Ubuntu 22.04 LTS herunterladen. Das ist die neueste Version und das ist auch eine der größeren Varianten. Das heißt, 5 Jahre lang habt ihr hier garantierte Updates. Nach diesen 5 Jahren solltet ihr das Ganze neu aufsetzen. Das heißt, wir können hier einmal auf Download gehen und wir bekommen diese schöne ISO hier, die wir herunterladen können. Wir sehen, ich habe ein Ubuntu 20.04 hier rumfahren. 22.04, das ist tatsächlich neu. Das heißt, ich werde auch gerade zum ersten Mal 22.04 kennenlernen. Wunderbar. Das dauert jetzt eine Weile und ja, ich skippe den Download einfach mal. Okay, wenn das Ganze fertig runtergeladen ist, dann gehen wir wieder zurück auf VirtualBox und sind natürlich noch hier in unseren Einstellungen, falls ihr nicht mehr da seid, ändern und Massenspeicher und hier dann auf den Controller. Hier können wir auswählen, welche Datei wir da einlegen wollen. Das ist, als würdet ihr eine CD in euer Laufwerk einlegen, könnt ihr sagen. Wir gehen hier auf Abbild auswählen und klicken dann hier auf das Ubuntu 22.04 Desktop AMD 64 bla bla bla. So, das ist die Datei, die wir hier auswählen wollen. Und wir klicken auf OK und dann starten wir das Ganze mal. So, es öffnet sich ein neues Fenster, relativ klein, ich mache das sofort groß, wenn ich hier mal kurz was getan habe. So, okay, also, zunächst einmal kurze Einführung in diese virtuelle Maschine. Ich ziehe die jetzt hier wie ein ganz normales Fenster erstmal größer, ihr seht, das Bild ist trotzdem nicht größer. Gehe dann hier aber auf Anzeige skalierter Modus und dann auf Einschalten, dann kriegen wir hier ein größeres Bild und dann kann ich das Ganze auch soweit für euch zurechtziehen.
So, hübsch ist immer noch nicht, aber genau, wenn ihr jetzt hier reinklickt, dann verschwindet eure Maus und ihr könnt ja auch nicht mehr so, also zumindest manchmal könnt ihr nicht mehr ohne Probleme irgendwie diese virtuelle Maschine verlassen, dann drückt auf die rechte Steuerungstaste, also die neben dem Pfeil nach links oder unter dem 2 unter dem Enter, ja, dann könnt ihr wieder eure Maus ganz normal bewegen, falls mal eure Maus nicht mehr sichtbar sein sollte. Okay, wir wollen jetzt Try oder Install Ubuntu haben, das heißt, wir wählen die oberste Option aus und klicken auf OK. Müssen wir kurz warten, bis Ubuntu gestartet ist. Und wir landen hier. Und hier können wir jetzt einfach auf Install Ubuntu gehen, beziehungsweise ihr könnt das Ganze auch auf Deutsch stellen. Wo ist es hier? Deutsch Ubuntu installieren. Unsere Tastaturbelegung sollte auch auf Deutsch sein, es sei denn, ihr habt ein anderes Tastaturlayout, überprüft das ganz gerne. Also zum Beispiel Querz müsste QWERTY heißen, wenn ihr ein englisches Tastaturlayout habt, aber überprüft auch vor allem Ü, Ä und Ö oder Scharfes, weil das sind wirklich solche Sachen, die sind ziemlich einzigartig für ein deutsches Tastaturlayout. Jetzt ist das Fenster natürlich leider etwas verzogen, was es mir gerade etwas schwierig macht hier. Nun gut, wir versuchen es zumindest, wir gehen hier weiter mit diesem Button hier unten, wunderbar, das hat funktioniert, das sieht alles andere als gut aus. Und ich kann das Fenster leider auch nicht resizen. Gib mir eine Sekunde. Wir drücken jetzt einmal rechte Steuerungstaste und dann F, dann haben wir großes Bild, also dann haben wir Fullscreen quasi, ist immer noch nicht besser. Und machen es dann einmal kurz mit der Steuerungstaste F wieder klein, dann haben wir hier oben wieder die ganze Leiste, ist immer noch nicht besser. Das ist schade, dann machen wir hier mal Folgendes, gehen auf den virtuellen Monitor. Skalieren macht hier auch nicht wirklich Sinn. Nun gut, dann müssen wir damit leben. Ich zeige euch nachher, wie ihr dieses Problem nie wieder bekommt. Allerdings erst, wenn eure virtuelle Maschine auch fertig installiert ist, dann kommt das nicht mehr. Okay, was wollen wir denn machen? Wir wollen eine normale Installation. Und zwar, die Aktualisierungen sollen bitte auch installiert werden. Wir klicken hier unten wieder auf dieses sehr, sehr dumm angelegte Icon, weil der untere Teil des Desktops einfach abgeschnitten wird. Und warten kurz. Das sehen wir in diesem drehenden Symbol hier. So, dann sagen wir hier Festplatte löschen, Ubuntu installieren, ist genau das Richtige. Das löscht nicht eure echte Festplatte, sondern nur diese virtuelle Festplatte. Das heißt, wir gehen hier unten mal auf Weiter und Weiter. So, wir wählen, ja, Berlin passt, ist okay für mich. Mein Name ist Morpheus. Morpheus VirtualBox, Morpheus Passwort. Nehmen wir irgendwas, was man sich merken kann. Wobei, also ihr solltet hier schon, wenn ihr das wirklich die ganze Zeit verwendet, ein richtiges Passwort benutzen. Gerne auch mit Passwort zum Anmelden abfragen. Das ist für mich hier nur ein Demosystem, deswegen brauche ich das hier nicht. Aber in eurem Fall bitte ein starkes Passwort auswählen. Informationen dazu, wie man ein starkes Passwort auswählt, habe ich natürlich auch in der Playlist drin, ist klar. So, jetzt dauert das noch ein bisschen, das kopiert nämlich alles rüber und dann ist das auch schon fertig installiert. Und dann installieren wir uns noch hier einige Sachen und machen das Ganze wirklich nutzbar. Okay, wenn wir fertig sind, dann steht hier, die Installation ist abgeschlossen. Ich glaube, es ist relativ selbstverständlich. Und wir klicken auf Jetzt neu starten. Dadurch wird nicht unser ganzes System neu gestartet, sondern natürlich nur diese virtuelle Maschine. So, wir sollen hier bitte auch noch das Installationsmedium entfernen. Dazu gehen wir hier einmal wieder auf Ändern. Das ist die Installations-CD sozusagen. Gehen hier auf den Massenspeicher und sehen hier schon, das ist ja schon leer. Das macht das ja automatisch für uns. Also brauchen wir hier nichts machen, klicken einfach Enter. So, und dann wird kurz gewartet. Okay, und das ist jetzt tatsächlich ein fertiges Ubuntu. Damit können wir schon alles machen, was wir wollen. Wir können jetzt natürlich Google mit unserem Konto verknüpfen, wir können Nextcloud verknüpfen, wir können Microsoft verknüpfen, wir können hier aber auch überspringen, wir können die rechtlichen Hinweise und so weiter angeben, wir können diese Systeminformationen zum Beispiel nicht senden, wir können hier auf Weiter gehen, können Ortungsdienste auslassen und können uns hier Apps installieren, zum Beispiel Zoom oder Spotify oder PyCharm oder Krita oder Microsoft Teams oder was auch immer ihr eben benötigt. Es ist alles schon direkt quasi oder kann man sich ohne Probleme installieren. Wir klicken hier auf Fertig und haben ein komplett fertiges Ubuntu. Jetzt ist allerdings eine Sache hier tatsächlich nicht so geil, und zwar die Auflösung. So möchte, glaube ich, niemand arbeiten. Das Ding ist also noch nicht einsatzfähig. Was wir daher machen ist, wir gehen nochmal hier auf Ändern, wir kennen es nochmal auf den Massenspeicher, nochmal auf Leer, also auf unsere
auf unser CD-Laufwerk und dann gehen wir hier nochmal kurz auf Abbild auswählen. Und dieses Mal gehen wir unter dieser PC, also unter Windows, dann unter den Datenträger C, dort unter Programme, dort unter Oracle, Oracle, hier. Und dort dann unter VirtualBox und hier finden wir die VBox Guest Editions.iso. Und diese Datei, die können wir hier auch wieder einbinden. So, das machen wir jetzt mal und klicken hier auf OK. Und jetzt ist die auch schon direkt hier verfügbar. Und es gibt Updates natürlich, die installieren wir auch sofort. So, das machen wir mal ganz kurz. Diese Updates installieren ist nämlich wichtig. Immer Updates installieren bitte, das ist eine der wichtigsten Sachen hier in der IT-Security. Gut, das hat eine ganz schöne Weile gedauert. Bevor wir jetzt hier neu starten, machen wir mal kurz hier einen Neustart verschieben. Denn wir wollen vorher noch mal ganz kurz hier mit unseren VirtualBox Guest Editions, die wir ja eingelegt haben, was tun. Wir klicken deswegen hier unten auf dieses kleine CD-Icon, da können wir einfach draufklicken und dann öffnet sich das Ding. Alternativ, falls das bei euch nicht da sein sollte, ihr könnt auch ganz normal den Ordner Dateien hier oben öffnen und dann hier unten auf dieses CD-Icon draufgehen. Da sollte was wie VBox stehen. So, was wir jetzt machen ist, wir könnten jetzt hier auf Anwendung starten gehen, hat meistens irgendwelche Probleme. Was wir stattdessen machen, dann können wir nämlich sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert hat, ist, wir machen hier einen Rechtsklick rein und gehen auf In-Terminal öffnen. So, und jetzt kann ich hier quasi diese ganzen Dinge ausführen, die ich sozusagen machen möchte. Dann geben wir jetzt einfach mal hier ein sudo, das ist quasi, ich möchte etwas als Administrator ausführen, /vbox, ihr könnt hier mehrfach Tab drücken, dann kommt das hier und wir wollen natürlich die für Linux haben, also vbox Linux Editions.run. Mehr müsst ihr nicht machen. Jetzt müsst ihr hier einmal Enter drücken und dann das Passwort eingeben. Nicht wundern, wenn man hier was tippt, dann sieht man das nicht. Deswegen, ja, man muss quasi blind tippen und mein Passwort war das da. Perfekt. Und ja, dann sehen wir hier, aha, jetzt passiert irgendwas. Das heißt, hier steht zum Beispiel Installing Additional Modules, bla bla bla. Müsst ihr nicht wirklich alles durchlesen. Aber ihr habt jetzt sozusagen, wenn es jetzt wieder dieses grün-blau hier anzeigt, dann ist es richtig installiert worden und mehr müsst ihr nicht machen. So, und jetzt steht hier nämlich genau das. Es wird sich nichts ändern, bis du dein System neu gestartet hast. Das heißt, wir müssen sowieso neu starten. Gehen hier deswegen auf Ausschalten, Abmelden, Neustart. So, und dann ist unser System eigentlich schon fast fertig. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal das Neustarten rausgeschnitten, das kriegt ihr, glaube ich, selber hin. Jetzt haben wir natürlich immer noch einen furchtbaren, hässlichen Desktop. Ja? Jetzt können wir hier mal auf diese alle Anwendungen gehen und sehen, dass es absolut furchtbar aussieht. Und deswegen gehe ich hier mal auf Anzeige, ja? Anzeigegeräte, um genau zu sein. Ich möchte nämlich in meine Einstellung reingehen. So, und jetzt können wir hier mal die Auflösung anpassen. Ich würde die jetzt mal nicht auf 4K stellen, so wie es normalerweise bei mir aussieht, sondern hier mal auf 1920 x 1080. Ausrichtung soll bitte auch im Querformat bleiben und wir machen hier mal Anwenden. Tada! Jetzt habt ihr ein richtiges System vor euch und mit dem könnt ihr auch vernünftig arbeiten. Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen ja, dass ihr richtig damit arbeiten könnt. Deswegen, was ihr macht, ist hier natürlich erstmal Firefox von mir aus. Nehmt ihr hier euren Browser und richtet da euren Account ein oder richtet Chrome ein oder richtet von mir aus ein, was auch immer für euch genau richtig ist, sodass ihr damit gut arbeiten könnt. Macht alles soweit fertig, dass ihr sagt, so, jetzt ist das Ding für mich fertig. Also ich empfehle ganz gerne hier, also ich empfehle jetzt erstmal keinen Browser, dazu wird es ein separates Video auf meinem anderen Kanal geben. Aber ich empfehle jetzt hier einfach mal Folgendes. Ihr habt einen Browser, ihr habt dort Bookmarks, ja, also Lesezeichen. Ihr habt dort Passwortmanager oder Add-ons, die vielleicht integriert wurden. Richtet das alles fertig ein. Und dann ist eure virtuelle Maschine fertig, sodass ihr sie benutzen könnt. Richtet euch eine zweite virtuelle Maschine genau nach dem Schema ein und benutzt dort Thunderbird. Thunderbird ist ein E-Mail-Programm, ja, ein E-Mail-Dienst. Und genau dasselbe Prinzip, ja, ihr könnt hier quasi E-Mails einfügen, Kalender einfügen und so weiter und so fort, sodass ihr gut damit arbeiten könnt. Okay? Und was ihr dann noch machen könnt, ist Folgendes. Jetzt braucht ihr nämlich den skalierten Modus nicht mehr. Jetzt können wir hier nämlich einmal kurz Vollbild machen und dann einmal kurz das Ganze wieder normal machen. So. Und da, okay, ich brauche vielleicht doch den skalierten Modus. Ups. Okay. Sekunde. So.
Ja, das magst du nicht, ne? Okay, ich will euch eigentlich was zeigen, warum wir hier oben dieses Ding brauchen. Normalerweise arbeite ich halt hier mit 4K, aber dann nimmt es nicht alles auf. So, was wir hier brauchen, ist Eingabe bzw. Geräte und hier kann man gemeinsame Ordner einrichten. Ihr solltet einen Ordner haben, in den ihr schreiben könnt und in den ihr Sachen speichern könnt. Wirklich nur diesen einen Ordner. Ihr könnt mehrere Ordner einfügen, indem ich hier zum Beispiel sagt, ey, ich möchte meinen Pfad auswählen. Zum Beispiel möchte ich hier bitte einen Ordner hiervon auswählen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal diesen, welchen nehmen wir denn? So, 3D-Objekte benutze ich nie. 3D-Objekte kann man hier benutzen und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte es nur lesbar machen. Das heißt, ich kann hier in dieser virtuellen Maschine nur lesen. Das geht davon aus, dass diese virtuelle Maschine vielleicht angegriffen werden könnte und dementsprechend nicht mal irgendwas schreiben kann, sprich keine andere Maschine kriegt davon irgendwas mit, weil sie kann ja nur lesen. Wir können hier machen automatisch einbinden, dann ist es automatisch immer dabei. Wir können hier sagen, ey, wir wollen das immer an /mnt drin haben oder /home/users oder in meinem Fall /morphoise müsste ich heißen. Und dann geteilter Ordner, sowas können wir machen und wir können machen permanent erzeugen, sodass das ganze Ding immer da ist. So, das heißt, ich kann das jetzt hier verwenden und habe jetzt hier einen geteilten Ordner. Apropos, genau, hier ist mein geteilter Ordner, da kann ich drauf zugreifen, allerdings muss ich mich dafür natürlich anmelden. So, also solche Sachen kann ich hier mit dieser virtuellen Maschine wunderbar machen. Und das zweite ist, ich würde euch empfehlen, eine gemeinsame Zwischenablage einzurichten, sodass ihr quasi Copy-Paste machen könnt. Also quasi Steuerung C auf der virtuellen Maschine, Steuerung V auf eurem PC oder Steuerung C auf eurem PC, das wäre dann diese Richtung, Steuerung V in der virtuellen Maschine oder bidirektional, dass es eben bei beiden funktioniert. Drag and Drop kann man auch machen. Hier würde ich euch allerdings empfehlen, Drag and Drop wirklich nur von Host zu Gast zu machen. Und ja, dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Und dann meldet ihr euch bei diesen Konten an, die ihr da braucht. Und was ihr dann macht, ist Folgendes. Dann seid ihr nämlich fertig mit Einrichten. Dann habt ihr eure virtuelle Maschine soweit fertig. Ihr könnt hier oben das Ganze übrigens auch beenden. Das ist, als würdet ihr quasi auf den Herunterfahren-Knopf drücken, wenn ihr hier das ACPI-Event benutzt. Wenn ihr den Zustand der Maschine speichert, dann ist das sozusagen, als würdet ihr einfach pausieren und danach halt weitermachen. Ist ein wunderbares Feature, benutze ich ständig, eigentlich täglich. Und wenn ihr die Maschine ausschaltet, dann müsst ihr halt wieder neu hochfahren. Aber damit kann man wirklich sehr, sehr schnell seine Arbeit fortsetzen, wo man war. Machen wir jetzt hier allerdings mal ganz kurz nicht. Wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr eure virtuelle Maschine so eingerichtet habt, wie ihr das braucht, wie ihr damit super arbeiten könnt, aber noch nichts wirklich damit gearbeitet habt, dann geht ihr sofort her und geht hierher, macht einen Rechtsklick auf eure virtuelle Maschine und dann wollt ihr einen Pause-Knopf sozusagen drücken, einen Wiederherstellungspunkt sozusagen erstellen. Und dazu habt ihr mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, einmal habt ihr hier die Möglichkeit, ihr könnt das Ganze nach OCI exportieren. OCI-Exports sind im Endeffekt, ihr könnt dieses eine Ding weitergeben an andere Leute. Ihr könnt sozusagen diese virtuelle Maschine 1:1 einfach kopieren und jemand anders geben. Das ist natürlich doof, wenn ihr da euren Browser drin habt und eure Lesezeichen und alles drum und dran. Ist aber sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel, so wie ich jetzt gerade, eine virtuelle Maschine grundsätzlich eingerichtet habt mit allem, was es braucht und das dann später wiederverwenden wollt. Das könnt ihr hiermit wunderbar machen und dann könnt ihr hier einfach sagen, ey, ich möchte das gerne in Ubuntu 2.OVA exportieren. Diese Datei könnt ihr einfach speichern, also ich werde das jetzt woanders hin speichern. So, ich mache das hier direkt in Ubuntu und da quasi, wo meine Festplatte auch drin ist, mache ich hier einfach eine OVA rein, speichere das ganze Ding und dann wird das direkt in meine Cloud synchronisiert sozusagen. Und dann habe ich auch ein Backup davon. So, wunderbar. Und ja, dann mache ich hier weiter. Und jetzt kann ich hier quasi alles mit exportieren, was ich möchte. In dem Fall ist es nicht so viel. Wir exportieren das Ganze. Ja, das dauert natürlich eine Weile, aber ja, es wird sehr, sehr viel geschrieben dabei und das kann man alles dann speichern. Ich breche das jetzt an der Stelle mal ab, weil ich euch noch was anderes zeigen möchte.
Denn ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, also das ist einmal der Export, ja, dann könnt ihr es quasi später wieder importieren, einfach per Drag and Drop in VirtualBox reinziehen, schon fertig. Ihr habt die Möglichkeit, diese virtuelle Maschine zu klonen. Dann habt ihr 1:1 genau dieselbe virtuelle Maschine nochmal. Das ist geil, wenn ihr es eingerichtet habt, grundsätzlich, und dann einfach sagt, so, die hier ist jetzt zum Beispiel zum Browsen und die hier ist für meine E-Mails und die hier ist, I don't know, für Dateien oder sowas, ja, dann könnt ihr die wunderbar auch denselben geteilten Ordner benutzen lassen, wenn ihr wisst, die sind alle okay miteinander. So, das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die ist ein bisschen komplizierter, aber ist die geilste. Deswegen einmal hier auf Maschine, dann unter Werkzeug und dann unter Sicherungspunkte. Und diese Sicherungspunkte könnt ihr jederzeit erzeugen. Das heißt, ihr richtet euch eure virtuellen Maschinen fertig ein. Dann macht ihr hier ein Erzeugen von einem Sicherungspunkt. Das ist quasi mein Grundlagen-Setup. Setup. Machen wir hier OK. Und dann haben wir hier den aktuellen Zustand. So, von diesem aktuellen Zustand kann ich mir jetzt eine neue virtuelle Maschine klonen, wenn ich das möchte. Ich kann hier natürlich trotzdem meine Änderungen durchziehen und sie starten und alles, das kennen wir ja alles. Aber ich kann mir auch die Eigenschaften von meinem Sicherungspunkt angucken, was hier eben passiert ist. Ist jetzt nicht besonders viel. Wenn ich jetzt irgendwas an meinem System verändere, ja, das heißt zum Beispiel, ich baue noch irgendwas rein, das können wir doch mal ganz kurz machen. Dann verändert sich also zum Beispiel ich installiere eine Software oder ich mache Updates oder sowas, dann verändert sich natürlich meine Software und mein aktueller Zustand unterscheidet sich von meinem Grundlagen-Setup. Ja, das sehen wir hier auch schon. Ich muss gar nichts ändern, denn der Zeitpunkt ist halt einfach ein anderer. Es geht quasi nach Uhrzeit. So. Jetzt kann ich jederzeit hergehen und sagen, ich möchte gerne von meinem Grundlagen-Setup wiederherstellen oder ich möchte von meinem Grundlagen-Setup klonen oder ich möchte das löschen. Das Löschen würde ich nicht machen. Und jetzt ist mein Tipp an euch folgender. Baut euch 2 oder mehrere virtuelle Maschinen, eine zum E-Mails checken und eine zum Browsen. Habt so ein Grundlagen-Setup als OVA-Datei, dass ihr jederzeit einfach reinziehen könnt, also quasi mit diesem Exportieren hier. Und anschließend könnt ihr hier einfach sagen, okay, mein aktueller Zustand, der mag sich jetzt zwar ein bisschen verändert haben, ich habe zum Beispiel meine E-Mails und so weiter eingerichtet, aber jetzt speichere ich mir das alles. So. Und dann könnt ihr einfach jeden Morgen hergehen und sagen, ich möchte gerne zu meinem Grundlagenzustand wiederherstellen. Und seid wieder genau da, wo ihr davor wart. Ihr könnt einfach da drauf gehen, bam, Festplatte ist zurückgesetzt und ihr könnt für den Tag arbeiten. Und die Dateien, die ihr bearbeitet, die liegen ja sowieso in diesem geteilten Ordner drin im besten Fall. Ansonsten E-Mails, Browser-Sachen oder sowas, die werden ja sowieso synchronisiert mit der Cloud. Ja? E-Mails werden normalerweise von eurem Dateiserver runtergezogen, also werden die so oder so immer neu geholt. Und damit habt ihr ein Setup, das wirklich sehr, sehr sicher ist und ja, jeden Morgen im Endeffekt beseitigt ihr vielleicht aus Versehen aufgenommene Ransomware. Seid bitte trotzdem vorsichtig, aber in dem Fall ist es jetzt nicht mehr ganz so tragisch, wenn ihr euch Ransomware einfangt, ja, oder irgendeinen anderen Trojaner, weil ihr eben jedes Mal hergeht und sagt, ey, wieder mein normales System bitte her, fertig. So, das ist die Idee dahinter. Okay, das war's von meiner Seite. Ich möchte euch jetzt noch kurz eine Sache vorstellen, und zwar die Job.io. Die Job.io kennt ihr natürlich auch schon. Das ist eine Messe, um einen Job zu finden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das, was ich euch gerade gezeigt habe, ist vielleicht gar nicht so verbreitet, wie man denken würde, auch wenn es eigentlich relativ einfach ist. Aber auch das ist ein wichtiges Thema. Das wird euch erwarten, wenn ihr zum Beispiel IT-Security als Beruf macht. Ihr müsst das dann bei anderen Leuten natürlich einrichten und dazu müsst ihr wissen, wie es geht. Okay, was ich leider sagen muss, ich bin dieses Mal nicht als Speaker dabei. Ich bin leider zu diesem Zeitpunkt in Sommerpause und deswegen einfach nicht verfügbar. Aber es gibt natürlich trotzdem tolle Unternehmen, wie zum Beispiel eben Airbus oder auch das BSI ist da. Ja, also sehr, sehr viele coole Unternehmen, die natürlich auch IT-Security brauchen und jemanden, der sich damit auskennt. Und das könnt ihr sein. Insgesamt, wie gesagt, 950 Jobs zu vergeben, was einfach schon wahnsinnig ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich auch ohne mich Spaß dabei, aber natürlich gibt es auch von mir sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema. Schaut sie euch auf jeden Fall an, ich verlinke euch am Ende noch ein paar und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.